Kissen. Nicht das Wichtigste da draußen, aber ohne richtigen Schlaf macht alles nur halb so viel Spaß. Ich experimentiere selber mit dem Thema seit vielen Jahren immer mal wieder rum und habe mittlerweile eigentlich alles Mögliche getestet. Egal ob das klassische und einfache Luftkissen ohne viel Schnickschnack, den eigenen Rucksack oder nicht verwendete Kleidung als Kissen, Beutel oder Packsäcke, in die man Kleidung oder Nahrung packt, Kissen, die halb aus Luft und halb aus einer weichen Schaumstoffplatte bestehen, Kissen ganz ohne Luft aus Vollschaumstoff und weichem Synthetik oder Daune, oder eine hybride Mischung aus all diesen Variationen mit modularen Elementen. Ich habe mir jetzt nochmal die verfügbaren Optionen auf dem Markt angeschaut und verglichen und dabei die absoluten Favoriten für jede Situation herausgesucht. Und ich zeige dir jetzt die besten Modelle, angefangen von ganz einfach und ultraleicht bis hin zu komfortabel, aber schwerer, um genau herauszufinden, wo eigentlich der beste Kompromiss liegt. Die erste und einfachste Stufe ist natürlich, draußen überhaupt gar kein Kissen zu verwenden. Und das klappt für mich eigentlich nur in Notfällen und auch nur, wenn ich dann auf dem Rücken auf der Isomatte schlafe. Ansonsten als Seitenschläfer, da brauche ich schon eine kleine Erhöhung wirklich neben dem Kopf und auch so ist der Schlaf ganz ohne Erhöhung und ein Kissen eigentlich nicht erholsam. Besser ist es dann mindestens ein bisschen Kleidung zu verwenden, die ich nachts nicht anziehe oder die sogar besser noch in einen Packsack zu stopfen. Ist für mich auch nicht immer wirklich brauchbar, weil ich meistens mit kompletter Kleidung, also Baselayer, Midlayer und sogar der Jacke schlafe. Deswegen bleibt bei mir immer nur Regenkleidung wirklich übrig, die dann auch nicht so eine große Höhe hat und die gegebenenfalls je nach Wetter sogar nass sein kann. Für viele klappt das aber, die vielleicht ein bisschen mehr Kleidung mitnehmen und es gibt sogar Packsäcke, zum Beispiel von Zpacks, die auf einer Seite wirklich eine Beschichtung haben, aus Vlies zum Beispiel, damit das nicht einfach Haut auf Plastik ist, sondern ein bisschen weicher sich auch am Kopf anfühlt. Was ich ganz gerne mache, ist meinen Rucksack als Kissen zu nehmen, denn da packe ich dann zum Beispiel alles Mögliche rein, Nahrung, restliche Ausrüstung, die ich nicht brauche und versuche dann wirklich in die Außentasche, in der Front des Rucksacks, das sind meistens so kleine Mesh-Taschen, ein bisschen was Weicheres reinzutun, vielleicht auch ein Schaumpanel, was ich so mitnehme als Sitzkissen und dann habe ich eigentlich eine Kombination aus Erhöhung und trotzdem etwas Weiches. Und das Beste daran ist, dass man den Rucksack nicht unbedingt auf die Isomatte legen muss, sondern man kann sie auch hinter die Isomatte legen, sodass die Isomatte dann insgesamt länger ist, weil der Kopf quasi vorne übersteht. Das ist gerade bei größeren Leuten dann vom Vorteil, wo ansonsten die Füße wirklich ein bisschen weiter drüber gucken bei diesen 1,83 Meter Matten. Dennoch ist alles nicht so ultimativ bequem und kann natürlich Nachteile haben, wenn man eben keine restliche Nahrung oder Ausrüstung mehr hat oder die Sachen wirklich dreckig oder nass sind. Die einfachste und minimalste Lösung eines richtigen Luftkissens sind dann häufig diese Notfallkissen, die man auch häufig in Krankenhäusern in der Notversorgung zum Beispiel findet. Und das ist ein Modell, was man jetzt zum Beispiel auch kaufen kann für den Ultraleicht-Tracking-Bereich, das Flex Air Ultralight Pillow. 25 Gramm wiegt das grob und kostet hier nur 2 Euro. Und das ist so das Minimale, was man wirklich an Kissen braucht. Es ist komplett super leicht, aber erinnert sehr stark an einen Luftballon. Die Oberfläche zugegebenermaßen ist einigermaßen komfortabel, weil es dem Stoff so ein bisschen ähnelt, aber sie ist absolut nicht formstabil. Meiner Erfahrung nach sehr unbequem, man rollt sehr schnell runter. Auch verzichtet man hier komplett auf ein Ventil und arbeitet mit einem Strohhalm, den man hier einfach reinsteckt, um dann die nötige Luft wirklich reinzupusten. Auch das Entfernen der Luft und das Verstellen des Kissens dann nachts ist wirklich nicht so einfach mit diesem Strohhalm. Außerdem kann man den auch verlieren. Also das würde ich nur empfehlen, wenn ihr wirklich nur als Seitenschläfer sowas verwenden wollt und eine extreme Höhe haben wollt. Denn für mich eignet sich das eigentlich nur, wenn ich das relativ voll aufpumpe, so wie hier, und dann vielleicht noch ein bisschen Kleidung drunter lege, damit das ein bisschen formstabiler ist. Ansonsten würde ich da aber ein bisschen mehr schon in die Hand nehmen. Denn Kissen wie dieses Modell von Zpacks jetzt zum Beispiel oder auch das C2 Summit Aeros Ultralight sind nur unwesentlich schwerer, nämlich wie in diesem Modell 40 Gramm oder wie beim C2 Summit 56 Gramm, sind dafür aber viel komfortabler und vor allem viel formstabiler. Man kann es schon hier sehen, man hat so 2 Rillen in der Mitte wirklich eingraviert, sodass das Kissen ein bisschen flacher ist und die Nackenform auch ein bisschen besser abbildet. Und das macht schon deutlich was aus. Man hat hier ein vernünftiges Ventil auf der einen Seite, so kann man auch nachts das ein bisschen regulieren, je nachdem, ob man es eher weicher mag oder härter. Wenn es zu weich ist, dann erinnert es wieder ein bisschen an Luftballon. Wenn es zu hart ist, dann braucht man doch noch ein bisschen Kleidung, aber es gibt wirklich da die goldene Mitte, sodass das einigermaßen bequem ist. Ich habe beide Varianten, also das Zpacks und das C2 Summit, viele Jahre im Einsatz gehabt. Mit dem Aeros Ultralight war ich immer zufrieden, habe mittlerweile das Zpacks einfach nur, weil es 16 Gramm leichter ist und ich da eigentlich gar keinen Komfortunterschied wirklich
merken konnte. Die Größe ist jetzt, sage ich mal, ausreichend groß. Kleiner dürfte es für mich nicht mehr sein, aber so hat es eigentlich immer gepasst. Etwas rutschig ist das Obermaterial. Das ist hier aus Ripstop auch, damit sehr stabil ist, auch für den Outdoor-Bereich. Aber gerade wenn es auf der Isomatte aufliegt, kann es halt sein, dass das Kissen nachts ein bisschen runterrutscht. Für alle, die einen Schlafsack verwenden, da kann man das Kissen natürlich im Schlafsack integrieren. Für alle, die keinen Schlafsack verwenden oder die Kapuze vielleicht lieber enger über das Kissen ziehen oder ein Quilt verwenden, die können das Kissen zum Beispiel einfach mit kleinen Schnüren an der Isomatte befestigen oder was ich immer ganz gerne mache, ich ziehe meinen Base Layer aus und schlafe dann nur im Mid-Layer oder im Winter auch mit der Jacke und ziehe dann wirklich den Base Layer wie eine Art Bezug über Isomatte und Kissen rüber. Sorgt einerseits dafür, dass das Ganze nicht verrutschen kann und ich habe noch eine relativ weiche Oberfläche von meinem Base Layer, der dann auf dem Kissen liegt und so klappt es für mich dann eigentlich immer, dass ich sehr, sehr komfortabel schlafen kann für rund 40 Gramm nur. Aber bequem ist natürlich komplett anders und das erinnert auf keinen Fall an ein richtiges Kissen, wie man das von zu Hause gewöhnt ist. Und ich war auf der Suche nach ein bisschen was Komfortableren und war bereit, ein bisschen mehr Gewicht einzugehen. Und das nächste Modell mit 71 Gramm wiegt dann nochmal so 30 Gramm gegenüber dem Z-Pex mehr und ist hier das Climate X Recon Kissen. 25 Euro, 71 Gramm und wie ihr seht, ist es sehr, sehr flach und stabil. Und das kommt eben durch die X-Konstruktion, die es bei all diesen Modellen gibt. Es gibt in verschiedenen Größen mit unterschiedlichen X-Größen auch noch, wo in der Mitte dann ein bisschen was frei ist. Und das ist ein sehr interessantes Konzept, was ich erst gar nicht mochte, aber nach ein paar Tests dann wirklich mir auch gefallen hat. Denn diese Kammern hier, diese einzelnen, die sind ganz leicht, wie ihr seht, wenn ich drauf drücke, verschiebbar. Das heißt, wenn ich das Gewicht auf eine Kammer setze, geht das langsam in die andere und gleicht sich dadurch aus. Und das X sorgt im Prinzip dafür, dass der Kopf, wenn man es dann richtig positioniert hat, wirklich kerzengerade und komplett stabil in dieser kleinen Kuhle liegt. Und das kann sich, wenn es genau stimmt, sehr, sehr bequem anfühlen. Ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig und ich würde das nicht für Seitenschläfer empfehlen, die vielleicht etwas Höheres möchten, aber vor allem für Rückenschläfer. Da ist das wirklich eine absolute Empfehlung, weil der Hinterkopf wirklich so gut hier in dieses Loch, sage ich mal, reinpasst. Aber wie wir sehen werden, für Seitenschläfer gibt es meiner Meinung nach noch ein paar bessere Optionen. Nämlich zum Beispiel das Nemo Elite Pillowkissen. 60 Euro kostet das, sage und schreibe, was verdammt viel für so ein Kissen ist. Und da war ich ja sehr skeptisch. Es wiegt 80 Gramm, damit 9 Gramm nochmal mehr. Und es gibt mittlerweile eine neuen 2025er Version. Kommt auch in verschiedenen Größen. Das ist hier die kleinste. Es gibt es noch in weit und in extra weit, glaube ich. Aber so reicht das auf jeden Fall. Und das ist das erste Kissen, was eine besondere Konstruktion hat. Denn wir haben hier ein Luftkissen auf jeden Fall drin, aber wir haben darum einen Bezug. Und der ist auch sehr, sehr weich und vor allem hier oben an der oberen Stoffseite ist er verstärkt. Das heißt, wir haben eine ganz, ganz dünne Schicht, ja, die nicht nur einfach ein Oberflächenstoff ist, sondern eine Weichheit mitbringt, wie so ein bisschen Daune, ist aber hier aus synthetischem Material. Das Beste ist auch, man kann das Ganze hier öffnen und im Prinzip dieses Luftkissen, wenn es denn jetzt nicht aufgepumpt wäre, komplett entfernen. Ihr seht das originale Kissen hier, das ist aus ganz dünnem Plastik und hat im Prinzip eine sehr robuste Schicht, die auf der Rückseite auch noch wasserabweisend ist und hier wirklich sehr, sehr weich ist. Auch ist das Kissen mit einer kleinen Mulde ausgestattet, die noch ein bisschen größer als im Vergleich hier bei dem Z-Pex zum Beispiel ist. Und das sorgt für mich wirklich für bisher den besten Kompromiss aus allem. Das ist unglaublich bequem. Einerseits auch, weil es rechteckig ist und nicht diese Nackenform zum Beispiel hat. Das finde ich dann immer, erinnert mehr an richtiges Kissen für zu Hause. Es ist relativ tief, also nur was für Leute, die nicht unbedingt ein super hohes Kissen mögen. Mir reicht das aber bei Weitem noch mal auf der Seite zu schlafen. Und vor allem, wenn der Kopf auch hier in der Mitte liegt, auf diesem weichen Material, es fühlt sich wirklich fast an wie zu Hause. Ich habe eigentlich nichts Negatives zum Komfort zu sagen. Auch das Gewicht finde ich für diese 3-Teile-Konstruktion noch sehr fair mit 80 Gramm. Was mir nicht so gut gefällt, ist dieses Ventil hier. Denn das ist ein bisschen friemelig und gewöhnungsbedürftig, denn man muss so ein bisschen drehen und ziehen gleichzeitig. Die Konstruktion wirkt ja nicht sehr hochwertig und wenn man reinpustet, ist man sich auch wirklich nie sicher,
Ist es gerade noch zu? Ist es gerade auf? Das könnte man ein bisschen verbessern, ist aber auf jeden Fall kein K.O.-Kriterium. Man kann sich dran gewöhnen. Vielleicht kommt auch irgendwann eine neue Version. Aber das ist für mich im Gegensatz zu so einem Z-Pex und gar zu diesem Kissen wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht und damit auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung. Ich versuche auf meinem Kanal gerade jede Woche ein neues Video über Ausrüstung, Touren und dem Tracking generell für alle kostenlos bereitzustellen. Solltest du gerade meinen Kanal noch nicht abonniert haben, würdest du mir wirklich unglaublich damit weiterhelfen, das jetzt einmal zu tun. Es kostet dich nichts und hilft mir aber, weitere spannendere Videos zu machen und vor allem noch mehr Leuten das Tracking und den Outdoor-Bereich generell näher zu bringen. Und schau auch mal in unseren neuen Videopodcast-YouTube-Kanal Zeltgespräche rein, auf dem wir jede Woche detaillierte und spannende Gespräche mit Gästen, wie zum Beispiel Fritz Meinecke oder Christine Thürmer hochladen. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Vielen Dank. Ja, wer das Konzept vom Nemo Philo Elite generell mag, also Luftkissen plus weicher Oberfläche, aber vielleicht ein bisschen was Höheres als Seitenschläfer sucht, der kann auch zum Sea2 Summit Aeros Premium Kissen greifen. Das kostet jetzt gerade nur 39 € und wiegt sogar ein bisschen weniger, auf meiner Waage jetzt 72 Gramm. Es ist quasi ein klassisches Luftkissen, aber erstmal ein bisschen dicker, wie ich finde, und wie ihr seht, man hat eine total bequeme und auch dicke Oberfläche. Das gibt's auch noch in einer Variante mit Daune statt diesem Vlies- oder Synthetikbezug. Dann ist es noch ein bisschen weicher, aber kostet auch fast das Doppelte, nämlich 60 €. Das Ding ist deutlich bequemer als das Aeros Ultralight Kissen für knapp 25, 30 Gramm mehr. Mir ist es teilweise aber ein bisschen zu hoch sogar, nicht ganz so formstabil in der Mitte wie jetzt das Elite zum Beispiel, hat also nicht so eine Kuhle drin. Und wenn man dann zu viel Luft wirklich rauslässt, was für mich dann notwendig ist, dann hat man dieses ganz leichte Luftballon-Feeling. Aber deutlich bequemer, wie gesagt, als die klassischen Luftkissen und vielleicht ein ganz guter Kompromiss, wenn man was Bequemes, aber Hohes wirklich sucht. Deswegen auch hier meine Empfehlung, nicht ganz voll machen, dann aber wirklich ein sehr, sehr bequemes Kissen. Wenn man dann nochmal bereit ist, 20 Gramm mehr in die Hand zu nehmen, kann man auch zum Decathlon Quechua Luftkissen greifen. Den ihr seht, das ist verdammt groß, hat einen gemütlichen Stoff, der jetzt dünn ist, aber sich gut auf der Haut anfühlt, und das Ganze kostet unfassbar nur 6 €, also deutlich weniger als diese großen Markenhersteller. Dafür ist es auch sehr stabil. Man hat hier so eine runde Kopfschicht, also ich finde es durchaus bequem, ist nicht zu tief und nicht zu hoch, mittel. Der einzige Nachteil für mich ist eigentlich hier nur das Gewicht von 100 Gramm, dann doch für ein relativ normales Luftkissen, hat einen sehr robusten Außenstoff, da kann ich mir fast nicht vorstellen, dass der mal reißt. Hier sind die Nähte am Rand geklebt, das kann schon mal sein, dass das irgendwann delaminiert, aber ich meine, für 6 € ist das mehr als ausreichend von der Qualität, und vor allem hat man hier auch so ein ganz klassisches Ventil, wie man das auch von normalen Campingmatten zum Beispiel von früher auch kennt, und dieser Stoff sorgt auch dafür, dass das Kissen nicht auf den Isomatten rutschig ist, und aufgrund der Bauform müsste man dann auch nicht mit dem Überzug arbeiten. Deswegen eine gelungene Lösung auch für ein geringes Budget für alle, die ein bisschen mehr Gewicht in die Hand nehmen wollen. Was jetzt aber nochmal richtig genial ist und eigentlich mein zweiter Favorit hier von allen ist das Decathlon 4Class MT500 Tracking Kissen. Kostet auch nur 15 €, wiegt aber 132 Gramm. Dafür hat man hier aber auch wie beim Nemo Elite erstmal so ein 3-Teile-Konzept. Wir haben einen Überzug des Kissens, der natürlich auch waschbar ist, und wir haben hier hinten dieses Fach, wo wir jetzt das eigentliche Luftkissen sehen, was aus einem robusteren Plastik als beim Nemo wirklich besteht. Also das wird deutlich robuster sein für weniger Geld. Dafür natürlich 50 Gramm schwerer. Aber wir haben hier nicht nur so einen ganz dünnen Stoff oben wie beim Nemo, sondern ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich fühle es, wirklich ich würde sagen, halben Zentimeter dicken Schaumstoff. Und das ist absolut bequem. Also traumhaft. Das Einzige vom Komfort ist wahrscheinlich die Größe. Das könnte jemand zu klein sein, nehme ich an. Mir ist es das nicht. Ich mag hier auch wieder diese eckige Form lieber als die Halsrundform, zum Beispiel bei den Luftkissen. Und das ganz Geniale ist aber, und das habe ich eigentlich erst auf die Idee dieses ganzen Testes gebracht, dass ich Ausrüstung gerne wiederverwende, und zwar auch mein Sitzkissen, was ich zum Beispiel immer dabei habe oder teilweise im Rucksack hinten noch als Rückenpanel am Rücken verwende, um dem Rucksack mehr Stabilität zu geben. Denn mein Plan war, dass ich dieses Sitzkissen dann, wenn ich schlafen gehe, in die Kissenhülle reinstecke und dann im Prinzip noch mehr
Polsterung habe und im Prinzip genau das habe, was so ein richtiges, vollwertiges Camping-Schaumstoff-Luftkissen auch hat. Und das passt bei dem Decathlon-Sitzkissen hier hervorragend. Wenn man es einmal in der Hälfte durchschneidet, kostet, glaube ich, auch nur 4 oder 5 Euro. Und ich zeige es euch mal, dafür muss ich die Luft hier einmal rauslassen. Man kann es wirklich maßgeschneidert jetzt einfach hier reinstecken, hat dann eine doppelte Schaumplatte. Unter dieser ganz weichen Platte liegt dann das harte Sitzkissen und darunter das Luftkissen. Das Ganze müssen wir jetzt nochmal aufpumpen. Vor allem hält's hier auch sehr gut, da dieses Ventil durch einen extra Schlitz im Kissenbezug geht und da kann auch wirklich nichts verrutschen. Jetzt habe ich so mittel aufgepumpt und ihr seht schon, es ist riesig geworden, dick und vor allem hat es eine sehr, sehr stabile Schicht. Und wenn man sich damit den Kopf drauflegt, ich sag's euch, es ist super bequem. Also für alle, die bereit sind, ja, 50 Gramm mehr mitzunehmen, das ist nicht wenig, muss man sagen, 130 Gramm, aber der hat wirklich für 15 Euro die absolut bequemste Wahl, wie ich finde. Ja, alles, was dann darüber hinausgeht, finde ich, eignet sich dann nicht mehr wirklich für Rucksackreisen, Trekking, Wandern oder vielleicht den Bikepacking, das einfach zu viel Platz wegnimmt und zu schwer ist. Zum Beispiel gibt es dann solche Hybrid-Luft- und Schaumstoffkissen, die eine richtig dicke Schaumstoffplatte haben. Also ich glaube, hier sind wir bei mindestens 2 Zentimeter. Diese Kissen, das Modell von Bestsport zum Beispiel, 360 Gramm, oder es gibt auch welche von Expat zum Beispiel, das Mega Pillow, 260 Gramm, 60 Euro, sind dann sehr bequem und stehen eigentlich einem Kissen von zu Hause nichts mehr in Sachen Komfort nach. Ich kenne sogar Leute, die genau dieses Modell zum Beispiel zu Hause wirklich im eigenen Hausbett benutzen und ich habe selber auch 2 Stück von denen, die ich im Wohnmobil oder mit dem Autocamping mitnehme. Auch das Modell von Expat ist natürlich da gleichwertig und sogar ein bisschen leichter, aber ich würde es dann nicht zum Wandern oder Trekking nehmen, sondern nur, wenn man ja genug Platz hat und das wirklich nicht mit einem Rucksack mitnehmen muss. Aber ein Kissen will ich noch erwähnen, was ich jetzt hier nicht liegen habe, aber durchaus auch empfehlen kann, nämlich ein Kissen ohne Luft, was wirklich voll aus einem Isolationsstoff, es gibt da auch welche aus Daune, in dem Fall ist es Apex besteht, nämlich der Zipex Comfy Camp Pillow. 78 Gramm und 35 Euro. Und da ist einerseits praktisch, dass da eine Schnur dabei ist, um das wirklich an der Isomatte schon zu fixieren und es fühlt sich wirklich dann komplett weich und gar nicht mehr wie ein Luftballon an. Denn es gibt ein paar Leute, die können mit Luftkissen absolut nichts anfangen, auch wenn es nur halb Luft und halb Schaum ist, die mögen es einfach nicht, sondern arbeiten dann lieber mit Kleidung oder irgendwas, was sie komprimieren können. Und wenn es also keine Kleidung mehr gibt, gerade auf Wintertouren zum Beispiel und die nass ist, dann könnte dieses Comfy Camp Pillow von Zipex wirklich eine Lösung sein. Für mich ist es dann alleine ein bisschen zu flach, also ich müsste es vielleicht mit einem einfachen Luftkissen kombinieren, dann stelle ich es mir wirklich paradiesisch bequem vor oder vielleicht mit einer extra Schicht Kleidung oder dem Sitzkissen darunter, aber ist durchaus wirklich eine Überlegung für alle, die mit Luft einfach nichts anfangen können. Also mein Fazit generell, für alle, die den Fokus Gewicht wirklich beim Ultraleicht-Tracking haben, da ist das für mich eigentlich nicht vertretbar und das Zipex dann finde ich noch vertretbar. Mit 40 Gramm, das andere ist einfach zu unbequem. Da hat man wirklich was sehr, sehr Leichtes, was ausreichend bequem ist und funktioniert. Die Budget-Variante ist dann das günstige Decathlon-Kissen für 6 Euro. Auch da würde ich die 4 Euro mehr bezahlen im Gegensatz zu dem. Und die All-in-One-Lösung für mich ist dann wirklich das Nemo Philo Elite. Der einzige Nachteil, wie gesagt, Preis und vielleicht das Ventil. Aber das ist auch mein Kissen, was ich jetzt neulich schon in der Eifel mit hatte und auch zukünftig erstmal auf kürzeren Touren mitnehmen werde, wo vielleicht Gewicht nicht die absolute Priorisierung hat, aber es ist für mich wirklich deutlich bequemer, subjektiv als ja alle anderen Kissen in dieser Gewichtsklasse. Die Alternative, wie gesagt, ist das Aeros Premium Modell, wiegt 7 Gramm mehr, dafür aber dicker für alle, die diese dünne Variante nicht so gerne mögen und die Budgetvariante als Allrounder und für alle, die dann ja noch ein bisschen mehr Gewicht sind, bereit einzugehen, das wäre dann wirklich diese Variante für 130 Gramm plus dann noch das Sitzkissen dabei. Für 15 Euro hat man hier wirklich, ja, ein Allrounder einfach. Mit der Schaumplatte, ohne Schaumplatte. Es kann hoch sein, es kann niedrig sein, es ist formstabil, qualitativ hochwertig und günstig, aber wiegt dementsprechend auch viel.
Rückenschläfer, wie gesagt, und Stabilität, da wäre das Climate als einzige Alternative wirklich eine Lösung. Da wäre die Frage, ob man da überhaupt ein Kissen als Rückenschläfer braucht, und wenn ja, dann ist das durchaus ein interessantes Konzept. Ich will hier nochmal betonen, dass das komplett individuell ist. Ich kenne Leute, die finden dieses Nemo zum Beispiel komplett unbequem, die können nicht auf Luft schlafen oder die halten auch nichts von diesen Oberstoffen hier. Genauso liest man aber andere Meinungen, deswegen testet die Kissen vielleicht auch selber durch, bestellt euch hier 1, 2 Varianten, die ich auch empfohlen habe, und schickt vielleicht eins zurück. Ich habe es ähnlicherweise gemacht. Das sind jetzt meine Favoriten von vielen, vielen anderen Kissen, die ich mir noch mehr angeschaut habe, und meine Fazits und Favoriten habt ihr gerade gehört. Ja, wie immer werde ich euch alle Kissen und Produkte unten in der Beschreibung verlinken. Mich würde mal interessieren, wie ihr draußen eigentlich so am liebsten schlaft und welche Kissenfavoriten ihr vielleicht habt. Und ja, wenn euch das Video wie immer gefallen hat, würde ich mich auch freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.